Ja, ich habe mir jetzt Gladiator 2 angeschaut, ja. Und ja, Vogelgesang vom Haus. Vogelgesang vom Haus. Ja, ich habe mir Gladiator 2 angeschaut. Und okay, ich habe gedacht, um den Romantikmonat jetzt zu Ende zu führen, der in April angefangen hat und weil ich zu spät auf die Idee komme, bin jetzt so in der Mai reingeht, wäre es doch schön, das mit Gladiator 2 zu beenden. Ja? Da komme ich dann gleich drauf. Also, weil ich habe auch, normal gucke ich eigentlich Filmkritiker erst später oder gar nicht an, weil ich zuerst mir ein Bild vom Film selber mache, dann mal ein Review und dann schaue ich hin und wieder mal ein, was sagen eigentlich andere Leute zu dem Film und dann sehe ich da, dass so oft meist Zeit gravierende Unterschiede sind. Gut, da gibt es auch Filmkritiker, die sehen jetzt dann so wie ich. Und in dem Fall habe ich erstmal die Filmkritik angeschaut und dann mit dem Film gekauft, angeschaut und mache jetzt ein Review drauf. Mache ich eigentlich nicht so. Und ich habe da erfahren, dass Romantik auch mit der Rolle spielt. Und da habe den komm, ich tue jetzt nur zu der romantische, also ich tue jetzt nur in die in das Thema Romantik rein, da können wir noch andere Filme anschauen. Ja. Denn zum Abschluss. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu. Regie war Ridley Scott, ja. Musik war Hans Zimmer, also die haben ja schon im Gladiator 1 Arbeit gemacht. Ja. Und hat bei der Gladiator 2 auch da mitgewirkt. Ridley Scott als Regisseur und Hans Zimmer als Musiker. Als ja. Dann Paul Mescal hat der Lucius gespielt, der als Barbat Hanno bekannt war. Ja. Pedro Pascal ist Actitius. Ja. Denzel Washington als Maximus. Ja. Connie Nielsen, die wo am ersten Teil mitgespielt als Lucilla, ja, die hat im zweiten Teil auch Lucilla gespielt. Zwischen ersten Teil und zweiten Teil liegen 24 Jahre. Ja. In der Handlung selber sind 16 Jahre. Ja. Juwai Gonen hat gespielt die Arishat. Ja. Fred Hechinger, der hat gespielt den Kaiser. Ja. Alice Utgolf hat den zweiten Kaiser gespielt. Ja. Lion Ratz hat den Vico gespielt. Ja. Derek Jacobi hat den Grarius gespielt. Der hat mich sehr gefreut, dass Grarius im zweiten Teil auch mitspielt, weil der war ja eigentlich tragende, wichtige Figur beim Gladiator 1. Muss im Mediensammler da leider widersprechen. Man kann Gladiator 1 und Gladiator 2 nicht als eigenes Werk anschauen, weil der Gladiator 2 ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern unterstützt sich gleich komplett auf der ersten Teil mit Film. Ja. Also kann man das nicht als eigenes Werk anschauen. Und in dem Punkt sollte man schon auch Vergleiche ziehen. Ja. Spoileralarm, weil ich erzähle jetzt was ein bisschen was vom Inhalt. Wer zuerst den Film anschauen will, dann kann ich jetzt den Clip abschalten, wenn ich da jetzt nicht vorweg da ein bisschen was weg erzähle, aber ich mache ja nur Werbung von dem Film und will euch nur einen Vorgeruch geben. Ja. Also der Film hat kostet 14,99 im Mediamarkt. Mit Menü heldenhaft mystisch. Intro erzählt auf malerische, mystische Art den ersten Teil. 16 Jahre nach dem Tod von Marcus
Aulus ist sein Traum von Rom vorbei unter der Diktatur der Kaiserzwillinge. Ja. Der Marcus Aurelius, der hat ja ein freies Rom sich gewünscht und demokratisch unter dem Senat, der das quasi das Volk vertritt. Und durch die Kaiserzwillinge, die haben wieder Imperator eingesetzt unter Diktatur. Und die sind die Kaiserzwillinge, die sind quasi, die hat man eigentlich versucht als Säuglinge, ja, als Säuglinge quasi außer Gefecht zu setzen, und die sind dann von wilde Tiere aufgezogen worden. Und auf jeden Fall sind es so zwei Kaiserzwillinge, die total durchknallt sind und auch die Weltherrschaft wollen. Unser Held, ja, unser junger Held ist bei seiner Liebe des Lebens, und da fängt der Film sehr stark an, ja, mit Romantik. So. Numidianer wollen gegen die Römer kämpfen. Der junge Evolutius Kaiser, die Filmfigur ist am ersten Teil drin, der ist ja jetzt dort der Sohn von Lutzilla, ja. Dort als Krieger sein Name gewechselt, Hanno, statt aber später dazu, ich bin eigentlich der Lucius und ich bin der Thronnachfolger eigentlich, so. Ja. Man hat eigentlich auch gemerkt, durch das, dass die Welt enger zusammengerückt ist, so 2000 und so weiter, und durch Kontakte von E-Mail, dass Fernbeziehung eigentlich öfters vorkommt, wenn man denkt, keine Seltenheit ist, sondern auch sehr oft vorkommt. Und na gut, dann hat sich es ja weiter auf SMS und dann auf WhatsApp, zu den Ländern, wo halt WhatsApp erlaubt ist noch, oder durch andere Facebook und was, also die Interneterrungenschaften, dass das halt leichter ist, Fernbeziehungen zu führen als durch Briefe. Ja. Ich habe aber so Kontakt zu einer philippinischen Frau in den 90er gehabt. Da hat es eine Ewigkeit, bis auf Brief hin und her ist. Auf jeden Fall sind halt Fernbeziehungen dann im Moment entstanden. Ich habe dann auch noch, wo noch später andere Fernbeziehungen gehabt, die mir im Herzen wichtig war. Und viele andere Leute haben das auch. Und durch diese Fernbeziehungen, die auch das durch die Technologie das leichter gemacht haben sich die Liebesstories, viele haben sich auf so Fernbeziehungen aufgebaut, weil es die Menschen in der Gesellschaft beschäftigt. So, was die Menschen beschäftigt, damit kann man erfolgreiche Filme machen. Und von der hat von mir aus Gladiator 1 total funktioniert, weil man das als Heldenfigur gesehen hat, als Vorbildfunktion. Zuerst war er halt in seiner Schlacht und war weit weg von Frau und Sohn. Und was kann dann noch fördert sein, wie es jenseits. Und von der hat der Film Gladiator emotional berührt, eins, und auch mitgenommen, weil aber andere Filme auch, die so aus der Ferne, also so allgemein so mit Fernbeziehungen Handlung haben, weil es die gesellschaftliche Struktur und die Gesellschaft allgemein beschäftigt haben, weil es gibt viele Menschen, die eine Fernbeziehung haben
Und, und deswegen beschäftigt das auch Leute oder Menschen, also Menschen, solche Handlungen, und deswegen auch solche Handlungen sind auch beliebt und haben auch emotionaler Tiefgang und berührt einen am Herzen, vor allem wenn man selber so Erfahrungen gemacht hat. Ja. So, also zu Gladiator 1 nochmal was zu sagen. Gladiator 2 fing dann auch erstmal so stark an. Ja. Ja. Hanno heißt unser Held. Hanno und seine Liebe sagen sich gegenseitig, wo du bist, bin ich für immer. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch also wirklich ein starker Satz und auch ein neuer Satz. Ja. Und der Film wird richtig, also das hat zuerst mal die Frau zum Hanno gesagt und der Hanno erwidert das zu der Frau und das war so romantisch schön, herzzerreißende Liebesszene und wenn der Film auf dem Level blieb, wäre er richtig perfekt war. Ja. Gibt es in Afrika einen Widerstand für Afrika Freiheit, ja. Kampf gegen Rom, ja. Hanno, ja, der frühe Lucius, ja, der ist der Major und kämpft mit dem Schiff gegen eine Stadt, wo von Römern besetzt ist. Ja. Als der Hanno mit seiner Armee dann zur Stadt kommt, kämpft der Hanno mit Schwert erfolgreich, besiegt er mehrere Gegner. Dabei wird Hanno Frau getötet mit dem Pfeil, die dann so ins Meer fällt von der Burg runter. Der Hanno verliert seine Konzentration, wird niedergeschlagen, wird auch ins Meer geschmissen. Da sie halt dann, ich hätte mir gewünscht, und dass das jetzt nicht wieder so, dass das jetzt anders ist wie im ersten Teil, dass halt die Frau im anderen Land ist und der kämpft sich zu der Frau hin. Jetzt haben wir schon wieder das Diesseits- und Jenseits-Verhältnis und beim ersten Teil war halt so, die Frau war mit dem Sohn auf einer Farm und auf einem Bauernhof und durch die Rache von Commodus, ja, durch den seine Träger ist die Frau und der Sohn halt dann gestorben. So. Es war im ersten Teil. Im zweiten Teil, da ist die Frau vom Hanno ist auch Kriegerin, die am Pfeil trifft sie und stirbt. Das Verhältnis zum ersten Teil ist halt so, die haben ja nichts gemacht, die sind ja friedlich auf der Farm gelebt und dann sind halt die Soldaten gekommen. Ja. Das hat nicht unbedingt sein müssen, aber wenn jemand selber Kriegerin ist und auf andere schießt und andere tötet, dann muss er ja bewusst sein, dass er ja sein Leben selber jeden Tag riskiert, wie im zweiten Teil die Frau. Dann hätte sie ja damit rechnen müssen, dass die Frau, wenn die da im Krieg mitzieht, dass die vielleicht auch drunter selber sterben kann. Von der ja, ist das schwer dann zu sagen, ja, das ist jetzt ungerecht, auf das bauen wir jetzt einen Rachefilm auf. Ja. Oder man muss sich jetzt rächen. Ja. Also das war, ist ein bisschen unausgewogen, weil die Frau ist ja nicht doof und der Hanno ist auch nicht doof. Wenn die Zeit an Zeit im Krieg kämpft, ist ja das Risiko bekannt, dass man selber sterben kann. Gut, klar, kann man sich dann rächen und die Frau, die dann gefallen ist, kann man sagen, okay, die ist im Krieg jetzt gestorben, bei der Schlacht, während sie gekämpft hat. Und ich muss mich rächen an den Imperatoren, sind ja zwei,
Aber trotzdem ist ja alle Seiten, wo man sieht, das Risiko war ja denen bewusst. Ja. Trotzdem ist ja ein großer menschlicher Verlust da, auch wenn sie jetzt da Kriegerin war, und das ist dann nachvollziehbar, dass ja natürlich der Hanno, also der Lucius, dann auch in Trauer ist. Und, aber das war im ersten Teil halt auch ganz andere Sachlage. Ja? Ob ich auf friedlichem Bauernhof bei Leibernachführung plötzlich kommt ein Soldat vorbei und tötet einen, oder ob ich selber in der Schlacht bin. Da sehe ich dann schon dann Unterschiede. Ja? Aber trotzdem habe ich gedacht, okay, weil der ist dann auch im Wasser gelegen, der Hanno, und hat dann Versionen gehabt, wie der Senser, wie so ein Fluss, und der Sensermann die Frau dann aufs Schiff nimmt und mit der ins Jenseits geht. So. Und es ist ein sehr emotionaler Moment, auch wenn die Frau jetzt im Krieg gestorben ist und das Risiko bewusst ist ja der menschliche Verlust da. Er liebt sie ja, und da ist ja der zwischenmenschliche Verlust da. Auf so einem Drama baut sich ja nochmal ein Romantikfilm auf. Und so stark wie der Gladiator 2 gestartet ist, so schwach ist er dann geworden. Ja? Weil weil das Thema Romantik war gar kein Thema mehr auf einmal. Da kommen wir aber gleich noch zu sprechen nochmal. Ja, dann wacht er auf so am Strand, und da sitzt eine tote Frau dann im Wasser und umarmt sie nochmal letztes Mal. Ja. Es war so ein sehr emotional bewegender Moment. Ja. Hanno verliert mit seiner Armee den Krieg und wird Sklave. Kriegt auch, ja. Gibt es noch, wurde eine Geschichte eingeblendet, wo Hanno noch jung war, als Lucius, ja, wo er da als Kind mit seiner Mutter noch geschwätzt hat. Ja, die Zwillinge Kaiser wollte die Weltherrschaft, die sind wie zwei Hyänen. Ja. Hanno und seine Leute sind Gladiatoren, kämpfen, müssen ihre Schlachten kämpfen gegen Raubtiere und gegen andere Gladiatoren, gegen andere Krieger. Von mir hin die CGI einfach nicht wirklich, hat man nicht wirklich gesehen, dass das CGI-Effekte waren, das sind sie gut gemacht. Aber für mich war der Kampf mit den AFA auch zu brutal. Da gab es einige Frequenzen, die mir einfach zu brutal waren, muss ich sagen. Ja. Ja gut, da gab es auch Kämpfe und Schlachten, das war richtig gelungen. Ja. Vor allem die Frequenz, wo der dann gesagt hat, ja, er braucht von den Römern keine Gnade und hat weiterkämpft. Das fand ich, das war auch wirklich, das war eine perfekte Kampfszene. Ja. Also der Film hat viel Pluspunkte, aber auch viel Minuspunkte. Ja, ja bei denen, wo die CGI-Haie angegriffen haben, gute Haie gingen noch, aber so die CGI-Palmen, die haben mich genervt, das hast du schon gesehen, also hätte schon Videospiel vor Augen. So, ne? Ja, dann, ja. Und dann kämpft sich dann quasi der Hanno, der kämpft sich quasi von Hinterhofwettkämpfe, kämpft er sich dann bis ins Kolosseum. Und auch, da waren es eigentlich die Kämpfe an sich, die Showkämpfe waren eigentlich sehr spektakulär. Vor allem hat er mit einem Faustkampf machen müssen, und dann hat er in die Kaiserschrift gekämpft mit Schwertern. Das war so eine Partyhalle drin oder so, in so einem palastmäßigen Bereich drin schon mal. Und der Kampf war unvorhersehbar und er war richtig spannend und spektakulär. Also die Kämpfe an sich waren sehr genial. Ja. So, auf jeden Fall hat er sich ja, dann hat er so mit seiner Mutter Lucilla hat er dann so
Äh, oder also emotionale Momente, dass er erstmal sie nicht mehr akzeptiert, weil er fühlt sich da im Stich gelassen. Dann er liebt ja seine Mutter und seine Mutter liebt ihn und dann sind sie doch irgendwie zusammengekommen, will ich nicht erzählen, müsst ihr euch selber anschauen. Vor allem ist der Maximus durch seinen Vater, weil Maximus ja mit Lucilla aus und flott geht, war aber seiner, im Gladiator 1 seiner Frau doch treu und hat Lucilla immer aus der Vorne gesehen. Jetzt ist der Maximus auf einmal dem sein Vater, also im zweiten Teil, das ist also so überraschende Wendung. Also, und dann geht es eigentlich auf einmal als Gott nicht mehr um die verstorbene Frau beim Anfang, es geht einfach nur um Rom zu befreien, ums römische Imperium und den Traum von Maximus wahrzumachen, vom freien Rom und dass der Senat regiert und so. Die Frau ist gar nicht das Thema, dass sie beim Anfang gestorben ist. Also das ist total, der ganz kurz erwähnt nochmal beim Schluss die Frau, aber im ganzen Film ist die Frau gar nicht zum Thema geworden. So, das hat mich sehr gestört. Als sie stärker war, halt, wie beim ersten Teil, waren halt die Kostüme richtig authentisch. Also man hat sich zur Zeit verrückt verfühlt. Muss auch sagen, im ersten Teil war halt die Kulisse noch besser, weil da hat man halt auch in den meisten Fällen doch gemerkt, dass da gab es Szenen von Gladiator 2, die waren manchmal wie Gladiator 1, aber meiste Zeit hat man gesehen, das war halt dann nicht so aufwendig, entweder irgendwie computermäßig was oder halt ja, ein bisschen zusammengewurschtelt. So, beim zweiten Teil, ja. Also beim ersten Teil war die Kulisse alle perfekt und genial und beim zweiten Teil habe ich das Gefühl gehabt, hat man sehr auf CGI gesetzt und das hat man auch gemerkt. So, und ja. Dann setzt er, dann habe ich, ja, dann, was war gut im zweiten Teil? Ja, dann da hat man auch gute Muskelformen gesehen, dabei eigentlich das im ersten Teil noch besser war. Nicht nur weil der Ralf Möller mitgespielt hat im ersten Teil, sondern halt, obwohl der eigentlich die größte Muskelkette im ersten Teil, aber die anderen Gladiatoren, Darsteller haben ja auch gute Muskelformen im ersten Teil gehabt. Dann im ersten Teil, im zweiten Teil, ja gut, im zweiten Teil war der Schauspieler auch grandios, muss ich sagen. Im ersten Teil ebenso perfekt. Dann ich überlege gerade, ob ich noch positive Punkte zum zweiten Teil finde. Gladiator 2, ja. Ja, den Kampf ums Imperium fand ich sehr gut, dass die da das irgendwie eingebracht haben. Und die Gefühle von Lucilla zu ihrem Sohn und der Sohn zu der Lucilla, das sind sie auch sehr gut rausgebracht. Und Lucilla noch immer, die hat ja der Maximus auch geliebt, dass das auch noch erwähnt worden ist. Ja. Das fand ich super. Dann halt auch die Filmfiguren haben dann zueinander ein sehr guter Kontakt gehabt. Ja. Da hat Denzel Washington auch ziemlich bösewicht gespielt. Er war ja noch böser wie die zwei Kaiser und verrückter. Das ist unglaublich, ja. Aber der Film war mir zu brutal und was ich jetzt an dem Film am meisten schlecht gefunden habe, dass der Film, das, was ich beim Anfang genial gemacht habe mit der Liebesromantik, mit Hanno und seiner Frau, dass der irgendwann im Film gar keine Rolle mehr gespielt hat. Das fand ich ein Mangel und das hat auch den Film geschmälert, weil den Gladiator 1, was den richtig erfolgreich gemacht hat, war ja natürlich im Maximus seine Liebe zu Frau und Sohn. Ja. Der Maximus hat gekämpft für seine Vorfahren,
für den Ruhm des römischen Volkes und römischen Imperium und für Freiheitsroms und vor allem, und das war eigentlich der Kernpunkt in dem Film bei Gladiator 1, ob jetzt der Maximus als Feldherr gegen die Barbaren Germanien gekämpft hat, da hat er eigentlich hauptsächlich gelebt und kämpft, um seine Frau und Sohn wieder in die Arme zu nehmen. Ja? Und später, dann, als die dann getötet worden ist, hat der Maximus gelebt als Sklave und Gladiator, um seine Frau und Sohn in die Arme zu haben wieder, um sie zu rächen und sie wieder im Jenseits wiederzusehen. Also, oder selbst wenn er an Altersschwäche stirbt. Aber er hat sein ganzes Leben riskiert, weil er erstmal die Rächerwelle hat. Und da hat er eigentlich mit seinen Augen das erzählt, der Russell Crowe in der Rolle Maximus, mit seinen Worten das erzählt, mit seinen Gebeten das erzählt, mit seinen Handlungen das erzählt, mit seiner Action erzählt, dass er nur lebt, um Frau und Sohn wieder in die Arme zu nehmen. Das hat auch die Musik immer bei Gladiator 1 untertont. Und dass nicht mehr das Jenseits die auseinanderhalten kann, die Liebe zwischen ihm und seiner Familie. Und deswegen war Gladiator 1 so erfolgreich. So. Das ist bei Gladiator 2 total untergegangen, weil das einfach dann gar keine Rolle gespielt hat auf einmal. Also bei der Liebe zu seiner Frau, das ist total untergegangen mit anderen Themas. Deswegen hat Gladiator 2 bei mir nicht funktioniert. Ja, und das war dann schon, fand ich schon Mangel. Und was ich auch Mangel gefunden habe, Gladiator 2 hat sich sehr abhängig gemacht von Gladiator 1. Ja, da war eigentlich mehr Gladiator 1 von anderen Themen bei Gladiator 2 oft zu Wort kommen, als die Story von Hanno und seiner Frau. Dann fand ich eigentlich auch, Gladiator 2 hat sich zu sehr auf Gladiator 1 angelehnt, dass das sich gar nicht, dass das sich da nicht abgebt hätte doch mit einer eigenen Story. Gut, wenn man an Fortsetzung möchte vom zweiten Teil und die knüpft am ersten Teil an, kann man ja das mal hin und wieder mal erwähnen. Aber es soll auch vorwiegend die eigene Story nach vorne treiben und die in der neuen Story auch Emotionen nach vorne bringen. Und das hat Gladiator 2 total verpinnt. Ja. Und deswegen, ich fand den ersten Teil tausendmal besser. Weil die Aussagekraft von der Mimik von Russell Crowe im ersten Teil und die Aussagekraft von Russell Crowe seine Augen als Maximus, die war viel ausschlaggebender wie im zweiten Teil die ganze Actionfrequenz. Ja. Und von daher muss ich sagen, der zweite Teil Gladiator hat von 1 bis 10 8 verdient. Ja. Weil, wo der Gladiator 1 zum Ende war, zum ersten Mal, habe ich gedacht, was ist das für ein Film? Hey? Das ist ja eine Symphonie der Emotionen. Das ist ja ein Meisterwerk, das ist eine Filmgeschichte, der erste Teil. Ja? Beim zweiten Teil, da ist dann irgendwann die Hauptgeschichte so verloren gegangen, dass beim Schluss denkt hast, beim zweiten Teil irgendwann einmal, bin ich froh, wenn der Film mal Ende hat. Ja, also, der erste Teil war ein Meisterwerk und eine Filmgeschichte. Der zweite Teil ist ein Film. So. Er hat seine guten Momente und mit 8 hat er noch eine hohe Benotung. Und
der Anfang mit der Romantik war